Willkommen bei Backleben. Heute machen wir ein Grießbrot mit Brotgewürz. Für unser Grießbrot haben wir 450 Gramm 550er Mehl, wir haben Hefe, Rapsöl und ich habe hier Brotgewürz. Das Brotgewürz setzt sich zusammen aus Fenchel, Anis, Kümmel und Koriander. Brotgewürz selber sollte man immer etwas dezent verwenden, weil sonst schmeckt mein ganzes Brot hinterher nur nach dem Gewürz. Großer Fan bin ich nicht davon, aber bei diesem Grießbrot passt es ganz toll dazu. Es stimmt sich super mit diesem Grießgeschmack ab. Ihr werdet es sehen, es ist ein tolles Brot. Für unseren Grießanteil habe ich 100 Gramm Hartweizengrieß, 12 Gramm Salz, das sowieso ins Brot kommt. Das kommt aber schon in den Hartweizengrieß rein und 425 Gramm Wasser. Das koche ich separat nachher auf. Ich habe jetzt unser Kochstück, unseren Grieß und das Wasser zusammen aufgekocht mit dem Salz. Ihr seht es hier. Habe es einmal kochen lassen, durchgeschlagen, umgefüllt auf die breite Fläche, damit es sich abkühlen kann. Und ich habe jetzt hier eine schöne lauwarme Temperatur. Wenn ich sie schätzen sollte, liegt sie so bei 30, 32 Grad. Ideal für einen Teig. Damit beginnen wir auch. Und ganz wichtig an der Stelle, in dieser Masse ist jetzt das gesamte Wasser drin, was das Brot braucht. Das heißt, ich füge jetzt nicht noch zusätzlich Wasser hinzu. Ihr werdet sehen, der Teig ist entsprechend. Das geht als erstes in meinen Kessel. So, wunderbar. Dann gebe ich das Öl drauf. Dann kommt meine Hefe. Leicht übergebröselt. Das Brotgewürz mische ich noch mal ganz kurz unter das Mehl. Gebe das Mehl dazu. Und schon bin ich in der Lage, meinen Kessel in die Maschine zu stellen und den Teig zu machen. Und dann schauen wir mal, wie es läuft. Unser Teig schaut jetzt so aus. Eine Besonderheit dabei, wenn man den Teig macht, dann meint man erstmal, man stellt Streusel her. Im ersten Moment, die ersten 3-4 Minuten, kommen Zweifel auf, wird das wirklich ein Teig? Weil das ist echt eine bröselige Masse. Ihr müsst eins wissen, der Grieß, der Hartweizengrieß, wenn er gekocht ist, verquillt sehr stark. Das soll er auch. Durch die Mechanik des Knetens wird das Wasser wieder rausgeknetet und das Ganze wird hinterher ein Teig. Der ist weich, trotzdem gut zu verarbeiten. Und ich hole ihn jetzt mal raus. Wir legen ihn in die Teigruhe für 30 Minuten, wie jeden anderen Teig auch. Und dann schauen wir gleich weiter, wie es geht. Aber ich hole ihn noch raus. Das ist mein Teig. Der ist elastisch. Ihr könnt sehen, der klebt nicht. Er ist warm durch das Kochstück. Ja, und ich bringe ihn nur so ein bisschen hier in Form. Etwas Mehl. Ich decke ihn ab. Und in einer halben Stunde verarbeiten wir ihn weiter. Unser Teigstück hat jetzt eine Teigruhe von fast 60 Minuten hinter sich. Die Teigruhe hier ist sehr wichtig, weil es wirklich sich entspannen muss. Der Grieß, der aufgekocht ist, der wirkt nach, von der Wärme her, aber auch von der Entwicklung der Aromen. Darum ist die Teigruhe ein bisschen lang, aber lohnt sich. Ist einfach klasse für den Geschmack. Wir nehmen die Abdeckung wieder runter und ihr seht, dass mein Teigstück wunderbar gekommen ist. Ich ziehe und falte es jetzt und mache es ein wenig rund. Auch wieder so, dass ich nicht die ganze Gare herausdrücke, sondern wirklich auf meinem Schlusspunkt, den ich hinterher auch in meinem Körbchen habe, eigentlich nur ein wenig Struktur und Form reinknete. So, das lasse ich jetzt wieder ein paar Minuten liegen. Das muss jetzt nicht ganz so lange liegen. Das ist wirklich 3-4 Minuten. Einmal noch mal ein bisschen entspannen, das langt schon. Und dann kommt das in ein Körbchen
23 cm Durchmesser. Dieses Körbchen mehle ich aus mit Roggenmehl. Dann reißt die Oberfläche schöner und mit ein wenig Grieß. Ich mische das so ein bisschen übereinander, lege das dann da rein und dann schauen wir mal, was für ein schönes Brot das Ganze wird. Unsere Zwischengare ist fast fertig. Der Teig hat sich entspannt. Bevor wir jetzt weitermachen, zeige ich euch noch kurz, wie ich mein Körbchen ausmehle. Das ist eine Frage, die kommt immer wieder. Was ist richtig, was ist falsch? Und ihr seht schon, ich mache da eine schöne, kleine, geschlossene, möglichst geschlossene Schicht Mehl drauf. In dem Fall, wie gesagt, Roggenmehl. Ein bisschen Grieß noch drüber. Das passt zu dem Brot gut, gibt ihm hinterher auch ein bisschen schöne Farbe. Und das reicht schon, da klebt kein Teig an. Wenn ihr das Mehl zu dick macht, ist eigentlich verschwendet, fällt nur runter, macht hinterher nur Staub. Also das ist genau passend, da kann man das Brot gut reinbringen. Das ist übrigens ein Körbchen, das hat hier einen Durchmesser von dort nach dort, 23 cm, ideal für ein Kilo Brot oder 1200 Gramm, passt immer da rein. Was jetzt kommt, ist auch wenig spektakulär. Ich nehme mein Brot nochmal, mache das gleiche, was ich vorhin gemacht habe, gebe ihm noch einmal Struktur, indem ich ihm hier eine runde Form gebe. Ich mache also eine Kugel davon, drücke nur hier hinten auf den Schluss und drehe ihn dann noch einmal, dass er wirklich zu ist. Das ist wichtig. Und lege ihn mit diesem Schluss so in das Körbchen. Denn auf dem Schluss soll er ja später aufreißen. Und ihr seht schon, wenn ich das jetzt da so reindrücke, wie viel Spannung der hat, wie elastisch der Teig ist. Das wird ein schönes Brot. Wir decken es wieder ab, circa 30 Minuten, das hängt jetzt wieder von der Witterung ein bisschen ab und dann geht er in den Ofen, dann schauen wir, was draus wird. Wir haben jetzt eine Stückruhe von genau 30 Minuten unserem Teigstück gegeben. Wie ihr seht, ist er wunderschön gekommen. Ich habe ihn jetzt in der Version auf den Schluss gelegt und drehe ihn jetzt um. Da muss ich nicht aufschneiden, er bricht dann über die Schlusskanten auf. Man kann es natürlich auch anders machen, den Schluss nach oben legen. Wenn man es dann umdreht, muss man es einschneiden. Da empfehle ich einfach ein Gittermuster, 1 cm tief. Das bleibt der Fantasie überlassen. Auch hier wieder die Gärprobe. Man kann sehen, es zeichnet sich deutlich ab, kommt wieder hoch, bleibt aber bestehen. Sprich, mein Teigstück ist genau richtig. Was man auch sehen kann, es fängt an der Stelle an aufzureißen. Und da kann ich genau erkennen, jetzt muss es in den Ofen. Ich stürze es jetzt vorsichtig auf mein Backblech mit dem Backpapier. Wie ihr seht, hat er hier oben noch von dem Körbchen ein schönes Sonnenmuster angenommen. Das wird man nachher auch noch sehen. Das kommt jetzt bei 210 Grad in den Ofen für 10 Minuten mit Dampf. Nach 10 Minuten öffne ich die Ofentür, lasse den Dampf ab und regel dann runter für so ungefähr 35 Minuten auf 180 Grad und backe dieses Brot aus. Die Gesamtbackzeit ist irgendwo zwischen 40 und 45 Minuten. Da wieder mein Hinweis, jeder Ofen backt anders, da müsst ihr ein bisschen Auge drauf haben. Schauen wir mal, was wir aus diesem Brot dann machen. Bis gleich. Unser Grießbrot war jetzt 45 Minuten im Ofen, bei 210 Grad rein. Nach 10 Minuten den Dampf ablassen. Ich regel es dann auf 180 Grad runter. Mag sein, dass euer Ofen anders backt. Das müsst ihr ein bisschen austarieren. Kann sein, dass ihr auf 190 gehen müsst. Aber in der Richtung passt es schon. Es ist wunderbar durch. Schön gerissen. Hat einen herrlichen Duft. Wirklich ganz toll. Ich kann euch nur empfehlen, so ein Brot zu machen. Es bleibt lange frisch durch das Brühstück bzw. Kochstück, was ich da reingebracht habe mit dem Grieß. Ich hoffe, es hat euch gefallen, unser kleines Video. Möchte euch noch darauf hinweisen, gerne mir Kommentare und Fragen zu stellen und schaut auf die Videoanleitung unter unserem Video, da könnt ihr das Rezept dann natürlich auch finden. Danke für euer Zuschauen und ich freue mich aufs nächste Mal bei Backleben. Und den Rest habe ich vergessen, scheiße. Können wir das nochmal mit dem Brotgewürz machen? Anis war es, nein, Fenchel.